Februar 2025. Diesen Monat werden wir uns noch auf Äonen merken. Nicht wegen der aktuellen Limited Edition. Nein, denn Kobi hat endlich seinen Teiletrenner auf den Markt gebracht. Ist er nicht schön in schwarz? Bei der Macht der Klemmbausteine. Tada! Kobis erster Teiletrenner. Und ja, über den Panther reden wir auch. Willkommen in der Noppenplätzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und natürlich sprechen wir heute über die 2599, den Panzerkampfwagen 5, den Panther in der Ausführung D, der aktuellen Limited Edition Februar 2025 im Maßstab 1:28. Und wir haben hier 3 tolle Minifiguren und einen Hund, der uns schon ein bisschen foreshadowt auf den nächsten Panther, der da folgen wird. Aber heute besprechen wir erstmal diese Limited Edition und natürlich trotzdem den Teiletrenner. Der ist neu, der ist neu. Kobi hat einen Teiletrenner, der nicht eine Bombe ist. Aber vielleicht doch. Mehr dann gleich. Anfang Februar 2025 und das heißt Monatsanfang. Wir bekommen eine Limited Edition, eine neue aus dem Hause Kobi in der Historical Collection World War II, den Panzerkampfwagen 5 Panther in der Ausführung D. Wenn wir eine Limited Edition aus dem Zweiten Weltkrieg haben, einen Panzer, dann ist klar, dann kommt dieser im Maßstab 1:28 daher, das Kobi-Set 2599. 1285 Steinchen schwer mit 3 Minifiguren und einem schwarzen Hund und wie es sich gehört für eine Limited Edition aus dem Hause Kobi, wir haben hier Stacheldraht und viel Gedöns dabei. Viel Gedöns heißt nämlich, wir bauen hier zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, den Motor, den Maybach HL 210. Wir haben hier noch einen braunen Schlauch durchliegen und viel Grünzeug-Tarnmuster auf den Panzer. Und wie es sich gehört für eine Limited Edition, wir können die Motorraumabdeckung öffnen und den Motor dann rein und raus stecken, sowie den Turm und das Innenleben bauen wir und können wir uns anschauen. Fakten bekommt ihr gleich, Originalfoto seht ihr hier und wie es sich für ein Blockstar-Video gehört, lassen wir jetzt einmal den Karton fliegen und wir schauen uns den Inhalt dieses Sets genauer an. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons auf meinem Bautisch liegen. Einmal die Bautüte 3, wir haben die Anleitung, wir haben die Bautüte 1 und wir haben die Bautüte 2 und vielleicht das Wichtigste überhaupt, ihr seht es hier unten liegen, den Kobi Teiletrenner, das neueste Stück Ingenieurskunst aus dem Hause Kobi. Wie das Teil funktioniert, das schauen wir uns später an. Wir haben hier das Zertifikat. Ihr dürft mal raten, welche Nummer. Schauen wir uns später an. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das Wichtigste natürlich ist hier unsere Bauanleitung. Natürlich Hochglanz gedruckt, klammergebunden und seit neuestem haben wir das Design des Kartons ja auch hier auf der Anleitung. Der Hinweis, Pad Printed, wir haben also keinen einzigen Aufkleber und wir sehen, das Set ist altersempfohlen ab 11 Jahren. Wie groß der Panzer wird, das seht ihr ja gleich auf den Infokarten. Wichtig ist natürlich hier bei den Kobi-Anleitungen immer, und das erkläre ich immer wieder gerne für Leute, die vielleicht neu bei Kobi sind, die erste Seite. Denn da haben wir immer eine Legende mit den Sondersteinen von Kobi. Welchen Slope, welches Teil, welches Bracket man wie wo benutzt. Weil Kobi hat andere Farben, Kobi hat andere Steine, die 100% kompatibel sind. Aber wie man sie einzusetzen hat, das erklärt Kobi hier. Wir fangen dann mit der Bautüte 1 an und bauen drauf los. Wir haben keine Seitenzahlen, nur Nummerierungen von den Steps zu den Tüten. Also die Tüten wechseln, die Steps gehen durch bis 262, das kann ich euch schon mal spoilern. Der wichtigste Hinweis ist immer, dass der aktuelle Baustep immer der farbliche ist, dass Pfeile uns den Weg weisen und dass wir in den Rechtecken hier unten immer wie bei anderen Herstellern auch sehen, welche Steine wir brauchen. Ich habe es euch gesagt, Pfeile weisen den Weg. Wir haben die Anleitung hier vorne mit den Sonderteilen. Wir haben aber auch Anlegehilfen in der Anleitung hier immer versteckt. Wir brauchen also nicht unbedingt Noppen zählen. Hier sehen wir eine 1x3er Teil, eine 1x3er Fliese legen wir hier an oder hier eine 1x2er.
Wie gesagt, ich habe euch gespoilert, 262 Bausteps sind es, bis unser Fahrzeug fertig wird. Das seht ihr hier, nämlich indem wir den Motor hinten reinstecken und nur den Motor, und dann bekommen wir eine Teileübersicht auf den letzten Seiten, sogar nummeriert. Das heißt, wenn euch ein Stein fehlt, dann könnt ihr hier nachgucken und das gleich bei Kobi monieren. Kobi hat hier extra eine eigene Kategorie auf ihrer Webseite hinterlegt. Und wir bekommen eine Zusammenbauhilfe für die Figuren. Das ist auch immer ein bisschen hilfreich bei Kobi. Und Werbung darf auch sein, Werbung muss sein, macht einen immer den Mund ein bisschen wässrig auf die kommenden Sets, beziehungsweise auf die Sets, die man vielleicht noch nicht hat. Ich kann euch sagen, die beiden Kartons stehen hinter mir im Regal. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Faktenzeit und mir beim Klemmen und beim Ausprobieren dieses Teiletrenners, liebe Freunde. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Da wir heute eine besondere Figur im Kobi-Set zum Panther haben, lasst uns doch über den besonderen Hintergrund reden. Sprechen wir über die Feldjäger. Die heutige Feldjägertruppe als Militärpolizei geht auf den Profus zurück, einen Militärbeamten, der bereits im 16. Jahrhundert in den Regimentern für die Durchsetzung der Feldordnung zuständig war. Besonders unter den Landsknechten sorgte er für Disziplin und führte Strafen aus. Bis zum Dreißigjährigen Krieg, der im Jahr 1618 begann, war der Profus einer Kompanie oder einem Fähnlein zugeordnet. Der Begriff Feldjäger hatte ursprünglich nichts mit der Militärpolizei zu tun. Er wurde erstmals im Jahr 1631 in Hessen-Kassel verwendet und bezeichnete eine spezialisierte Infanterieeinheit, die aus Förstern und Jägern bestand. Diese Einheiten waren als leichte Infanterie außerhalb der starren Linientaktik aktiv. Sie dienten zur Aufklärung, als Plänkler und als Scharfschützen und nutzten häufig gezogene Büchsen aus Privatbesitz. Ein wichtiger Beitrag zur Guerillataktik, damals als Kleiner Krieg bezeichnet, stammt von Johann von Ewald, einem hessischen Feldjägerhauptmann, der im Jahr 1785 das Buch Abhandlung über den Kleinen Krieg veröffentlichte. Zusätzlich gab es die sogenannten Fourierjäger, die für den Personenschutz der königlichen Familie zuständig waren. Neben dem Begleitschutz suchten sie auch geeignete Unterkünfte für die Monarchen und ihren Hofstaat. Im österreichisch-ungarischen Heer trug die Jägertruppe von 1867 bis 1914 die Bezeichnung KUK Feldjäger. Diese Einheiten dienten als leichte Infanterie innerhalb der gemeinsamen Armee der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. In der altpreußischen Armee vor dem Jahr 1806 waren für die militärpolizeilichen Aufgaben zwei Gruppen verantwortlich: die Regimentsprofosen, die sich um Strafverfolgung kümmerten, die Husaren, die nächtliche Patrouillen durchführten, um Fahnenflucht zu verhindern und Feldlager vor Überfällen zu schützen. Eine Ausnahme bildete das reitende Feldjägerkorps, das im Jahr 1740 in der preußischen Armee aufgestellt wurde. Es diente jedoch nicht als Polizei, sondern übernahm Kurier- und Meldedienste für den König. Nach der Niederlage Napoleons im Jahr 1815 entstanden in den deutschen Staaten erstmals eigenständige Polizeieinheiten innerhalb der Armee. Dazu gehörten die Königlich Preußische Landgendarmerie in Preußen, die Gendarmerie in Bayern, das Landjägerkorps in Württemberg, das Landdragonerkorps in Oldenburg. Im Jahr 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, bestanden in Preußen 12 Gendarmeriebrigaden, die sich an der Verwaltungsgliederung des Reiches orientierten. Jede Brigade hatte einen Oberst oder Oberstleutnant als Befehlshaber. Bei Mobilmachung wurde aus der Landgendarmerie die Feldgendarmerie gebildet. Sie setzte sich aus Offizieren, Wachtmeistern sowie berittenen Unteroffizieren und Mannschaften zusammen. Ihre Hauptaufgaben waren Ordnungsdienst in den rückwärtigen Gebieten der Front, Regelung des Verkehrs und Nachschubs, Spionageabwehr und sicherheitspolizeiliche Aufgaben. Erstmals bewährte sich diese Truppe in den Kriegen gegen Österreich im Jahr 1866 sowie gegen Frankreich in den Jahren 1870 bis 1871. Während des Ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918 wurden Jägereinheiten in verschiedenen Funktionen eingesetzt, darunter als
Scharfschützen und Stoßtrupps für schnelle Vorstöße. In der Reichswehr gab es keine Einheiten mit polizeiähnlichen Aufgaben. Im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht wurde zunächst keine strukturmäßige Militärpolizei aufgestellt. Bei größeren Militärübungen sowie auch beim Anschluss Österreichs erfüllten mobilisierte zivile Polizeibeamte militärpolizeiliche Aufgaben wie etwa die Verkehrsregelung. Die Aufstellung besonderer Ordnungstruppen geschah erst nach Beginn des Zweiten Weltkrieges. Die Feldgendarmerie rekrutierte sich aus über 8000 zur Wehrmacht eingezogenen Ordnungspolizisten. Nach dem Muster des Heeres stellten bald auch die Luftwaffen-Felddivisionen und die Waffen-SS eigenen Feldgendarmerieverbände auf. Organisatorisch war sie als Führungstruppe dem jeweiligen Großverband im Einsatzraum oder örtlichem Befehlshaber unterstellt. Einsatzschwerpunkt in der Aufgabenstellung wurden die Kontrolle im rückwärtigen Gebiet, die Versprengensuche, die Einrichtung von Auffang- und Sammellinien sowie die Fahndung nach fahnenflüchtigen und unerlaubt von der Truppe abwesenden Soldaten. Dabei war die Feldgendarmerie gegenüber jedem Soldaten und jeder Truppengattung befehlsbefugt. Die noch heute genutzte Waffenfarbe Orange teilte sie sich mit dem Wehrersatzwesen. Neben der Feldgendarmerie der Wehrmacht operierte die Geheime Feldpolizei, deren Personal sich aus Angehörigen der Sicherheitspolizei rekrutierte, deren Führung bis 1944 in den Händen der Abwehr beim Oberkommando der Wehrmacht lag, dem der jeweilige Kommandeur der Geheimen Feldpolizei unterstellt war. Im Februar 1944 wurde die Abwehr vom Reichssicherheitshauptamt übernommen, die Führung der Geheimen Feldpolizei verblieb aber beim OKW. Sowohl bei Feldgendarmerie wie Geheimer Feldpolizei bestand aufgrund der starken Vertretung von Polizeibeamten eine gewisse Nähe zur SS, der im Dritten Reich das Polizeiwesen unterstand. Feldgendarmerie und Geheime Feldpolizei waren an Kriegsverbrechen und Holocaust beteiligt. Feldjägerkommandos wurden auf einen Führerbefehl vom Dezember 1943 hin als Reaktion auf zunehmend hinter der Front zutage tretende Disziplinlosigkeiten, Verwahrlosung und Zersetzungserscheinungen aufgestellt. Die Feldjägerkommandos waren eine unmittelbar dem Oberkommando der Wehrmacht unterstellte Ordnungstruppe. Daraus ergab sich auch die äußerst seltene Unterordnung der Waffen-SS unter die Disziplinargewalt eines zur Wehrmacht gehörenden Truppenteils. Nach der Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955 wurden die Feldjäger als eigenständige Truppengattung wieder ins Leben gerufen. Seitdem sind sie für die militärische Ordnung und Sicherheit innerhalb der Streitkräfte zuständig. Zu ihren Aufgaben zählen die Verkehrskontrolle, der Personenschutz und die Wahrung der Disziplin. Sie übernehmen auch internationale Einsätze, beispielsweise in Afghanistan oder im Kosovo, um dort die Ordnung innerhalb der Truppenverbände zu gewährleisten. Heute gibt es in Deutschland mehrere Feldjägerkompanien, die über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind. Ihre Hauptstandorte befinden sich in Städten wie Hannover, München und Berlin. Die Feldjäger tragen als Erkennungsmerkmal eine bordeauxrote Barettmütze und das Abzeichen mit dem silbernen Eichenlaub und dem Schwert. Nach 3 Stunden und 30 Minuten Bauzeit steht er auf meinem Bautisch, der Panzerkampfwagen 5, der Panther in der Ausführung D, die Limited Edition aus Februar 2025 aus dem Hause Kobi, die Setnummer 2599 im Maßstab 1:28, 1285 Steinchen schwer mit 3 Minifiguren und einem tierischen Begleiter. Begleiter ist auch das Stichwort. Ich habe hier mal 2 andere Panther mit auf den Bautisch gestellt, damit wir das Set in der Mitte besser einordnen können, nämlich einmal die letzte Limited Edition mit dem Thema Panther, nämlich das Kobi-Set 2565, 1015 Steinchen schwer, damals mit 5 Minifiguren und einer PAW 600 Panzerabwehrkanone. Die Minifiguren sind mittlerweile bei mir in meiner Sammlung aufgegangen und habe ich euch jetzt hier nicht präsentieren können, da sie in einem Schaukasten sind. Und ich habe euch von der Putzhilfe, vom lieben Mo, vom lieben Maurice hier einen tollen Berge Panther Mock mit auf meinen Bautisch gestellt. Einfach um hier unser Kobi-Set 2599 besser einordnen zu können. Hier, wie gesagt, 3 Minifiguren, da damals 5. Der Preis damals 69,95 €.
Überlegt mal, was man damals da alles mitbekommen hat. Und das damals ist noch nicht so lange her. Und wir haben nur knappe 250 Steinchen Unterschied. Ja, wir wollen aber über dieses Fahrzeug sprechen und damit fangen wir am besten an, nämlich indem wir uns das Zertifikat angucken und wen Wunder, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zahl geraten oder irgendeiner hat es richtig geraten. Wir bekommen bei Kobi auch wieder hier eine Folie zum Abheften. Gab es ja lange Zeit bei Kobi nicht bei den Limited Editions. Wer die 944 erraten hat, den nenne ich hier für mich mal den persönlichen Held der Kobi-Steine. Auf jeden Fall für dieses Video. Die hohe Nummer ist mir relativ egal. Früher habe ich das Game gerne mitgemacht nach dem Motto, die niedrigste Nummer möchte ich haben. Aber da ich Sammler bin und hier euch die Sets reviewe und ich mal ganz ehrlich bin, ich die Sets nicht verkaufe, mir der Wert somit egal ist, mache ich das Jagd nach dem Nummern-Game auch nicht mehr so mit. Schön entspannt, Hauptsache ich habe eine, die ich euch vorstellen kann. So, die wird jetzt abgeheftet, diese Zertifikatsgeschichte mit der Folie. Und wir besprechen jetzt einmal kurz die Anleitung, die ich ganz cool finde, weil sie hat noch den alten Touch, den wir von Kobi Anleitung kennen, mit diesen grünen Rahmen und den hellgrünen Umrandungen bzw. Vierecken. Das ist bei den ganz neuen Anleitungen bei Kobi nicht mehr so. Was hier natürlich auffällt, ist, dass wir neue Steine haben, die wir hier mal besprechen könnten. Das ist nämlich natürlich das neue Kettenglied hier, die 175500. Und das sind die kleinen Haken, die wir hier auch drin haben, nämlich hier in den verschiedenen Farben, die wir jetzt nicht mehr mit den langen Tube hinten haben, sondern auch im kleinen. Das sind unter anderem die Steine, die wir mit in diesem Set haben. Die vielen bedruckten Steine zähle ich jetzt mal nicht mit. Und natürlich der Teiletrenner, der ganz wichtig ist. Der große schwarze, das Klemmbaustein gewordene Kobi Laserschwert. Ja, sehr groß. Die Hebelkraft braucht man natürlich manchmal, weil Kobi Steine manchmal eine sehr gute Klemmkraft haben. Dieser Stab hier, den finde ich sehr gut, weil man damit mal Bügelperlen rausnehmen kann und rausdrücken kann. Und sonst hat er ja fast die gleiche Funktion, wie wir sie auch kennen von Teilehertrennern anderer Hersteller. Aber wir haben jetzt endlich einen, das finde ich richtig, richtig gut. Kann man gar nicht genug hervorheben. Ja, sprechen wir über das lasergedruckte Typenschild, auf dem all das steht, was ich euch gerade gezeigt habe. Die Nummer meines Sets, der Name des Sets und der Maßstab in 1:28 und hinten wieder typisch mit einem schwarzen Hinge festgehalten. Und ihr seht, diese schwarzen Teile von Kobi sind immer leicht zerkratzt, beziehungsweise nehmen sie sehr gerne den Talg der Finger an. Ja, das gehört dazu, zu einer Limited Edition, sowie der Motorträger. Die Plate hier 5 Noppen lang, unser Maybach HL 210. Dieser Motor, der ja sehr viele Probleme verursacht hat. Schöne Drucke, schöne viele Farben, vor allen Dingen hier oben diese silbernen Deckel finde ich ganz gut. Auch ganz cool, dass wir hier eigentlich Felgen für Kobis Autos haben. Hier vorne schön gedruckt, finde ich auch gut. Die Ankopplung fürs Getriebe bzw. für die Kardanwelle. Wir gucken uns den Motor gleich noch einmal an, denn wir können ihn ja in dem Panzer versenken. Versenken können wir ja nicht hier unseren Busch, unser Gestrüpp. Das gehört dazu zu einer Limited Edition, aber der Bauspaß hielt sich in Grenzen, weil wir hier mit Schläuchen arbeiten, mit Klemmen, mit einem Stab, mit diesen grünen Tarnelementen aus dem Hause Kobi, die immer so aussehen, finde ich, wie alte, angegammelte Kaugummis auf dem Bürgersteig, die platt gedrückt sind. Und ganz ehrlich, sie fühlen sich auch so an. Trotzdem mal was anderes hier mit Gebüsch, statt immer nur die normalen, blöden Stacheldrahtformteile, die auch Kobi gar nicht erfunden hat. Die kommen hundertprozentig aus China, die kauft Kobi sicherlich zu. Und wenn Kobi sie nicht zukauft, dann haben sie auf jeden Fall die Formen sicherlich aus China. Es besteht da bestimmt eine Kooperation. Genaues weiß ich nicht, aber das vermute ich, dass diese Steine hier immer nicht wirklich 100% EU sind, auch wenn das bei Kobi ja immer auf dem Karton steht. Packen wir die Anleitung mal zur Seite, damit wir hier wirklich besser unseren Panther uns angucken können. Ich habe ein Problem damit, hier ihn euch zu zeigen, auf meinem glatten Oberfläche, denn ja, ihr seht, die Ketten sind so spack. Er bewegt sich nicht wirklich. Und das, obwohl ich alle Kettenglieder verbaut habe. Ich hatte eins über, das sind die Steine, die über sind. Das hat nicht reingepasst, es wäre sonst zu locker gewesen. Also
Ich habe mich bewusst an die Anleitung gehalten und trotzdem dreht es hier auf meiner glatten Oberfläche nicht ganz so gut. Es dreht schon gut, nur hier halt nicht auf meiner glatten Oberfläche. Wie gesagt, das sind die Steinchen, die über sind. Packen wir an die Seite. Schauen wir uns einmal die Minifiguren an und dann gehen wir ins Eingemachte, nämlich in das Fahrzeug, bzw. an das Fahrzeug. Hier unsere Figur mit neutralen Oberhemd, schwarzer Panzeruniform, Hose und Stiefel sowie den Schiffchen mit den rosa Dreieck vorne an der Kokarde und einem Kanister, von hinten nicht bedruckt, von vorne halt das Hemd und ein relativ neutraler Gesichtsausdruck. Wir haben dann hier unseren Panzerkommandanten mit den Splintertarn, so würde ich es mal nennen. Die Uniformfarbe, die ja später auch abgewandelt so ein bisschen zu der NVA wurde, mit Zigarette im Mund, auch dem gleichen Schiffchen, unser MP40. Und diese Figur ist toll bedruckt, komplett vorne, hinten, hier mit der Koppel, den Abzeichen und auch da schimmert das graue Hemd durch, was unsere andere Figur hier getragen hat. Die wichtigste Figur aber, weil wir auch die Fakten drüber hatten, ist natürlich hier unser Kettenhund mit der Hundemarke. Hier unter den Riemen des Gewehrs sieht man die Marke da. Deswegen hießen diese Feldgendarmen, die Feldjäger, ja auch Kettenhund, weil diese große Plakette der Feldgendarmerie halt aussah wie die übergroße Hundemarke beim Hund. Ja, schön bedruckte Figur, auch hier mit dem Orange der Feldgendarmerie, der Feldjäger, wie eben gerade in den Fakten gehört. Eine richtig klasse Figur mit hier Gasmaskenbehälter, mit Brotbeutel angedeutet, beziehungsweise Wasserflasche. Und hier wirklich eine toll bedruckte Figur. Und passend zum Feldjäger dann auch seinen Wuffi, seinen Hund. Da haben wir ihn. Schöner neutraler Gesichtsausdruck. Sieht ein bisschen so aus wie die gelangweilte Version des bösen Wolfes, den wir kennen aus der Verfilmung der unendlichen Geschichte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, wie der Hund da hieß. Er fällt mir gerade nicht ein. Aber ja, neutraler, schwarzer Wuffi soll wahrscheinlich ein Schäferhund sein. Ich feiere die Figuren total. Ich finde es cool, dass Kubi hier einen Feldgendarm, einen Feldjäger reingepackt hat. Somit konnte ich euch auch da mal besondere Fakten liefern, statt nur wieder Fakten zum Panther. Denn über den Panther sprechen wir A jetzt und B werden wir auch im Verlauf des Jahres 2025 noch öfter über den Panther sprechen. Highlight natürlich ist, dass wir den Turm abnehmen können. Und der hat mir auch richtig Spaß gemacht zu bauen, denn wir haben jetzt zum ersten Mal angedeutet, so richtig so einen Sitz hier hinten. Er lässt sich auch viel einfacher bauen, weil wir hier zwei Stangen bauen mit diesen Hinge-Elementen und dann hier mit diesen Slopes viel fester diesen Sitz mit Hebeln und Kurbeln an den Turm anbringen können. Viel einfacher als das Gestänge beim Tiger oder beim T34 im Maßstab 1:28. Das gefällt mir richtig gut. Der Panther, der mir jetzt hier gerade fast aus der Hand gerutscht wäre, weil ich hier das Rohr verstellt habe. Über das Fahrzeug selber sprechen wir gleich nochmal, wenn wir mit dem Review hier fertig sind. Wenn ihr die Detailbilder bekommt, dann sprechen wir hier über die 241 und über diesen Panther bzw. das Raubtier hier aufgedruckt. Sonst sehr schön hier auch Mündungsbremse. Über den Zweifarbtarn kann man streiten. Wir haben hier Ketten angebracht, viele Drucke überall. Hier oben haben wir auch Noppen, dass wir eine Figur wirklich reinstellen können. Und hier die Nebeltöpfe schön angedeutet. Und wenn ich den Turm jetzt hier an die Seite stelle, dann muss ich echt an so eine Pantherturmstellung denken. Denn die Panthertürme wurden ja auch zum Ende des Krieges verbaut in Straßen als Befestigungen, als Starre. Und deswegen ja, bietet sich das gerade an, beziehungsweise habe ich hier einfach gerade, wo ich den Turm rausnehme und so euch hinstelle, einfach diese Vibes, ich fühle das gerade so. Was ich total fühle bei diesem Fahrzeug ist der Innenraum. Der hat zwar eine komische Baukante hier, das sieht irgendwie unfertig aus, dafür aber hier zeigt er uns eine ganze Menge. Diese Torsionsfederung hier, wahrscheinlich ist das, diese Stabfederung, schön angedeutet, ja auch ein Highlight bei dem Panther. Dann Batteriekästen, meine ich, sowie Kardanwelle, richtig gut. Dann hier die Munitionsbehälter, beziehungsweise in den Seaclaims die Aufnahmen. Das finde ich richtig klasse. Das hat Kubi toll gemacht. Toll auch, dass wir hier zwei Klappen haben, die wir aufmachen können, die auch relativ gut halten. Auch mit Noppen könnten wir also auch Minifiguren Torsi
versenken und die haben halt wirklich so eine richtige Klappenfunktion mit diesen Tube Hinges, so nenne ich sie mal. Quatsch, nicht Tube Hinges, sondern Tube Claims, so nennen wir es mal. Tube Ziehclaims. Dann auch sehr viele Drucke bzw. Teile, hier so ein, ja, eigentlich sieht es eigentlich aus wie Essbesteck, aber wahrscheinlich ist es ein Werkzeugkasten mit Spaten, mit Balkenkreuz hier unten. Wir haben hier ein Seil, dieses typische Kubi-Band, das mit irgendwas getränkt ist. Dadurch können wir es aber gut rumwickeln, das gefällt mir hier ganz gut. Wir haben hier die Gefechtslampen, gefällt mir auch gut, die Drucke, und wir haben hier eine Klappe, wo wir sogar wirklich eine Minifigur reinstecken können. Habt ihr vielleicht vorhin gesehen, können wir zumachen, und hier oben auch hier die Sichtschlitze, sowie auch eine Rohrhalterung. Das gefällt mir für den Marsch. Dann von vorne bzw. von der Seite, auf der anderen Seite das gleiche. Wir haben hier damit den Schläuchen Stahlseile angedeutet, da wieder Balkenkreuz und hier schöner Druck einer Kiste. Hier seht ihr auch einmal das Fahrwerk, das Schachtelfahrwerk, das hier sich so sehr gut drehen lässt. Wir können ein bisschen hochklappen, ich will nicht zu sehr hochklappen, sonst fällt das ganze Grünzeug ab. Das tut es sowieso immer ein bisschen, wenn man dran fasst. So kann man mal runter gucken. Aber ihr habt es im Speedbild ja eh gesehen. Und hier von unten, so schaut unser Panther aus. Schön gelöst halt hier auch auf beiden Seiten diese 9 Kettenglieder. Und von hinten dann ja der typische Panther-Popo mit diesen 2 großen Röhren, gefällt mir richtig gut. Was mir auch gut gefällt, ist, dass wir relativ einfach auch an den Motor können. Der ist hier hinten drin. Man braucht bloß Fingernägel, die habe ich nicht, denn ich bin ja Kubi-Bauer. Deswegen nehme ich hier dieses Grünzeug ab und versuche jetzt hier ein bisschen zu friemeln, dass ich mit euch die Motorhaube aufmachen kann. Da gehen Teile ab, das ist ganz gut, denn dann habe ich eine Chance hier vielleicht die Motorhaube zu öffnen. Sie hat nämlich sonst keinen richtigen Hebel. Das ist ein bisschen schwierig, euch das zu präsentieren. Ich versuche es jetzt mal hier mit meinen nicht vorhandenen Fingernägeln, euch hier die Motorraumabdeckung zu öffnen. Zur Not machen wir einfach mal ein kleines Vorspulen, denn das ist wirklich etwas, was mir nicht gefällt an diesem Set, dass wir so schwer an diese Motorabdeckung kommen und hier halb das Fahrzeug auseinanderbauen müssen, um daran zu kommen. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen, ich habe jetzt den ganzen Panther auseinandergenommen, damit wir hier an den Motorraum kommen, denn es ist hier wirklich eine flache Platte, die man hier einfach reindrückt und man hat kaum die Chance, irgendwie hier ranzukommen. Das ist ein ganz, ganz großes Manko an diesem Fahrzeug. Deswegen musste ich hier einmal alles auseinandernehmen, damit wir jetzt hier den Motor wieder einbauen können. So passt natürlich relativ easy rein, ist natürlich sonst etwas, ja, anders, denn hier geht noch der Steg rüber, wo wir dann auch die Verkleidung hier hinten dran haben mit den Hinges. Hier seht ihr es. Ja, was auch natürlich dann auffällt, und so ehrlich müssen wir sein, es fällt dann eine ganze Menge ab hier an Sachen. Also das ist schön und gut, dass man so viele Sachen an so einer Limited Edition dran packt, aber man muss echt aufpassen, wo man anfasst. Und das ist auch der größte Kritikpunkt. Deswegen hat mir der Bau auch nicht so Spaß gemacht, weil man immer wieder aufpassen muss, wo fasst man an, dass nichts abfällt, weil wir hier viel dran geklatscht haben. Kubi macht das ja immer in letzter Zeit. Limited Edition, zweifarbig im Tarn und dann klatscht dran. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht so gut. Gerade wenn ich hier auch die Hälfte des Fahrzeugs auseinandernehmen muss, damit ich dann wieder einigermaßen hier was zeigen kann. Also das gefällt mir nicht. Trotzdem baue ich jetzt für euch noch mal kurz hier alles wieder zusammen, damit ihr seht, auch wie hier das Fahrzeug so zusammengehört eigentlich, und damit ihr mir auch glaubt, dass es hier wirklich relativ schwer ist, dieses Fahrzeug motorraumtechnisch zu öffnen. So, hier hinten. So würde es für euch aussehen in der ganz normalen, abgenommenen Version. Bisschen tricky ist auch hier mit dem Hinge diese Klappe dran zu setzen. Denn wenn man es dran drückt, das habe ich beim Bauen auch gehabt, das sieht man auch im Speedbild, ist es, dass man hier nicht richtig drücken kann, weil man drückt den Hinge rein, ihr seht es vielleicht hier so ein bisschen, und hat somit kaum Aufnahme für die Noppen, weil es ja sich reindrückt, und deswegen habe ich auch jetzt hier kaum Chancen,
es ordentlich festzudrücken. Mal abgesehen davon, ja, seht ihr, es hält wirklich nur minimal. Da klappt es auch schon wieder raus. Das ist echt schade. Und dann kommt hier halt ja so die Klappe da rein. Also das ist blöd. Mal abgesehen davon, dass mir hier wieder die Hälfte der Tarnung abgeflogen ist. Und auch ich hier noch einen Stein vergessen habe. So, aber ich will ja nichts schönigen. Ich will euch ja zeigen, wie das Fahrzeug aussieht in seiner theoretisch vollsten Blüte. So, Blüte ist das Stichwort, da fällt die nächste nämlich ab, dieser grünen Kaugummi-Dinger. Ich freue mich auf den Pudel, ich freue mich auf den Dreifarb-Panther. Ich hoffe, die machen vom Bau her, beziehungsweise vom Anfassbild hinterher, vom Gesamteindruck dann mehr her als er hier. Und ihr seht es hier, das ist das Problem hinten mit der Rückseite. Das lasse ich jetzt aber so. Ich baue es jetzt ordentlich zusammen für die Detailbilder. Ich wollte euch die Schwächen dieses Fahrzeugs zeigen. Ich finde es optisch so lala. Es hat viel dieser Grünzeugsachen dran, die abfallen, wenn man nur dran denkt. Und die Motorraumklappe kriegt man nicht gut auf. Sonst ein schönes Set. Vor allen Dingen ein Panther, ein modernerer Panther, der im Vergleich zur älteren Version auch viel besser und viel panteriger aussieht. Alleine auch, weil wir jetzt ja solche Dreieck-Pyramidensteine haben, die wir damals noch nicht hatten. Der hier wirkt ja wirklich wie ein fahrender Backstein im Vergleich zu dieser Version. Trotzdem haben wir einen immensen Preisunterschied. Und bedenke nochmal, hier hatten wir 5 Minifiguren. Ja, das war jetzt einmal hier ein wahres Review, so wie es ist. Bitte nicht anfassen, aussehen, cool, bauen, so lala. Freunde, jetzt aber wie versprochen Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck von dem Set machen könnt. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle und eben gerade schon versprochen, bekommt ihr nun Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck von unserem Panther in der Ausführung D machen könnt, unabhängig von meinen Ausführungen. Und außerdem seht ihr so vielleicht noch das ein oder andere Detail mehr. Ich habe euch versprochen, wir sprechen noch ein bisschen über dieses Fahrzeug mit der Tournummer 241 und dem schwarzen Raubtier auf dem Turm. Und hier haben wir einen frühen Panther, deswegen ja Ausführung D, der Panzerabteilung 52. Die Lackierung lässt ja auch darauf schließen, dass wir einen frühen Panther haben, der in der Operation Zitadelle, also im Rahmen der Offensive bei Kursk, gekämpft hat. Dort wurden die ersten Einheiten, nämlich die Panzerabteilung 51 bzw. 52 mit den Panthers ausgerüstet. Hier haben wir nun aber allerdings ein Problem, denn der schwarze Pantherkopf, die Raubkatze auf dem Turm, lässt darauf schließen, dass wir ein Fahrzeug haben der 7. Kompanie. Also müsste eigentlich eine 7 vorne stehen und keine 2. Ihr wisst ja, Kompanie, Zug, Fahrzeug innerhalb des Zuges. So werden ja diese Nummern, sofern sie dreistellig sind, auf den Türmen der Panzer gegliedert. Hier, wie gesagt, ist der schwarze Katzenkopf, Pantherkopf hier eigentlich ein Fahrzeug der 7. Kompanie. Zum Beispiel hat die 6. Kompanie einen roten Kopf und die 1. Kompanie hat einen weißen Kopf, jeweils eines Panthers, und andere Kompanien dazwischen haben zum Beispiel gar keinen Pantherkopf. Also das ist hier ein Kuriosum. Wir haben hier quasi eine Nummer, die es so gar nicht gibt. Merkt ihr auch, wenn ihr danach googelt, da findet ihr nämlich keine 241. Das zum Panther. Ich habe ja schon ein paar Panther-Videos gemacht, wie zum Beispiel bei der im Video erwähnten auch Limited Edition aus 2022, und es werden ja noch eine ganze Menge kommen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich spoilere ein bisschen vor, denn auch das Jahr 2025 wird auf meinem Kanal ein wenig ein Pantherjahr, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich jetzt mit euch noch einmal das Fazit hier durchkauen konnte. Für mich ist dieses Set einfach eine weitere Limited Edition, die ich abhaken kann in meiner Sammlung.
Was ich aber nicht abhaken kann, weil ich es noch nicht zu Ende gebracht habe, beziehungsweise noch gar nicht richtig angefangen, ist meine Panther-Serie dieses Jahr. Wenn Kobi meint, uns mit Panthern hier ein bisschen zu überschwemmen, dann mache ich das für euch auch, denn wir schauen ein bisschen in die Classic-Kiste und bauen zum Beispiel hier unseren World of Tanks Pudel, den Panther, den es jetzt ja in der Neuauflage geben wird von Kobi. Und wir haben auch noch aus 2018 eine Panther-Version, eine Ausführung A. Also, wenn Kobi das kann und neue Panther auf den Markt bringt, dann schauen wir uns auch im Rahmen einer Kobi Classic Serie diese beiden älteren Sets an. Und natürlich werde ich auch das ein oder andere neue Panther-Set hier mit euch reviewen, den Pudel oder den Dreifach-Tan. Schreibt mir eure Meinung bitte gerne zum Panther, zur Limited Edition, zur 2599 unten in die Kommentare. Teilt gerne das Video und ja, auch wenn die Ketten nicht so gut laufen, bleibt es ja dabei, ein Panzer ist auch nur ein Auto und deswegen wünsche ich euch wie immer eine gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.